Hallo, hier ist Hiro. Es gibt eine Frage, die ich beim Streamen oder per DM oder per Mail und was auch immer wieder bekomme. Und zwar heißt die Frage, was kostet überhaupt eine Japanreise für 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen? Hier findet ihr eine Übersicht. So, die höchste Kosten verursacht natürlich die Reise. Die kostet in der Regel zwischen 500 und 1000 Euro. Danach kommt die Übernachtung, 50 bis 100 Euro die Nacht. Und die Verpflegung, also Essen und andere Kleinigkeiten, 30 bis 100 Euro am Tag. Kommt auch drauf natürlich an, was man will. Für das Essen zahlt man 210 Euro bis 700 Euro, für die Übernachtung 350 Euro bis 700 Euro und der Flug natürlich 500 bis 1000 Euro. Sprich, dann sind wir bei 1060 Euro bis 2400 Euro. Ja, und bei 14 Tagen sehen die Zahlen dann entsprechend höher aus. Essen 420 Euro bis 1400 Euro, Übernachtung 700 Euro bis 1400 Euro und der Flug bleibt dann gleich 500 bis 1000 Euro. Sprich, insgesamt sind es dann 1620 Euro bis 3800 Euro. Natürlich mehr. Das ist die Übersicht für 3-4 Wochen. Einfach mal stoppen und durchlesen, wenn ihr Bock habt. Jedenfalls, je länger, desto teurer und desto größer die Abweichung. Also wenn man nicht extrem sparsam gehen möchte, kann man einfach sagen, für 3 Wochen irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro ist man auf der safen Bereich. Und natürlich wäre es auch ganz gut, ob 2 Wochen, 3 Wochen oder 4 Wochen oder wie lange auch man da ist, wenn man noch 500 bis 1000 Euro Puffer hätte, also noch auf dem Konto hätte. Weil man weiß ja nie, was in Japan einem erwartet. Man möchte vielleicht noch was zusätzlich einkaufen oder halt den Gacha-Automaten leer kaufen. Und dann muss man auch nicht auf jeden Cent dann achten. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Hat man auch dann mental so ein bisschen Freiraum, dass man alles so genießen kann. Das war halt die grobe Berechnung, wenn man in einer Stadt bleiben möchte. Aber ich meine, man kann auch weniger ausgeben für die Übernachtung oder Essen, dass man auch eigentlich sagen kann, das wäre inklusive Fahrtkosten auch in der Stadt. Oder vielleicht auch Nachbarstädte. Und bei der ersten Reise würde ich eigentlich immer sagen, man sollte auch nicht nur in Tokio oder nur in Kyoto sein, sondern eigentlich auch Kyoto, Osaka und Tokio mitnehmen. Sprich, man fährt dann halt auch mit der Bahn, Langstreckenbahn durch Japan. Und ich empfehle euch auf jeden Fall den Kauf von Japan Rail Pass. Das ist quasi so eine Wochenkarte für 7, 14 oder 21 Tage. Kostet auch natürlich unterschiedlich. Damit kann man mit allen JR-Lines fahren, wie man möchte. Und die Preise liegen ungefähr so bei 7-Tage-Ticket 240 Euro, 14-Tage-Ticket 370 Euro und 21-Tage-Ticket 470 Euro. Und warum sich das auf jeden Fall lohnt, ist auch, also im Gegensatz zum deutschen EC gibt es nicht so einen Frühbucherrabatt bei Shinkansen. Also man zahlt eigentlich in der Regel immer fast 200 Euro, wenn man allein von Tokio nach Osaka hin und her fährt. Also hin und zurück alleine sind schon fast 200 Euro. Jetzt bei dem aktuellen Yen-Kurs natürlich ein bisschen weniger. Aber wenn man so bedenkt, 7 Tage Japan Rail Pass kostet dann 240 Euro. Aber einmal hin und zurückfahren, Tokio, Osaka, sind schon fast 200 Euro. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ich meine, früher war es auch noch ein bisschen cooler gewesen, weil man halt auch bei 7-Tage-Ticket nicht die 7 aufeinanderfolgenden Tage nehmen musste, sondern man konnte einfach bestimmen, heute, danach 3 Tage später nehme ich dann 2 Tage und so weiter. Das klappt jetzt nicht mehr. Ich meine, heute geht nur 7, 14 oder 21 Tage hintereinander. Ist aber trotzdem super günstig. Man sollte aber auf jeden Fall aufpassen, damit kann man zum Beispiel nicht mit Nozomi fahren, also mit der ultra krass schnellen Bahn. Und man kann auch nicht mit der U-Bahn fahren, denn die U-Bahnen sind ja halt andere Bahngesellschaften. Und auf jeden Fall für die anderen Strecken, so auch U-Bahnen, empfehle ich euch den Kauf von Pasmo, Suica oder Ikoka. Also je nach Region heißt die Karte anders. Das ist eine Prepaid-Karte, die unglaublich praktisch ist, denn man muss nur beim Rein- und Rausgehen sozusagen einmal kontaktlos scannen. Dann wird der entsprechende Betrag einfach automatisch abgebucht. Ganz einfach. Ansonsten hat man ja die Hölle am Automaten. Man muss wissen, wo man hinfahren möchte und nach dem Preis suchen und jedes Mal das Ticket kaufen. Das ist leider sehr umständlich. Machen immer noch sehr viele Leute, auch wenn man es nicht glaubt. Und einige sagen, man kann doch mit der Suica-Karte überall hin und wer benutzt schon Ticketautomaten.
Aber es ist halt so. Jedenfalls Suica oder Pasmo oder Ikoka, was auch immer, Prepaid-Karte kaufen. Da ist anfangs so 500 Yen Pfand drauf, bisschen weniger als 4 Euro. Bekommt man aber wieder, wenn man die Karte zurückgibt, wenn man möchte. Und natürlich gibt es auch Abweichungen bei den Zahlen. Also nach oben gibt es überhaupt keine Grenze. Man kann auch für eine Übernachtung 3.000 Euro ausgeben und noch mehr, wenn man wollte. So, ich glaube, es geht bis 12.000 Euro die Nacht in Japan. Will man, glaube ich, nicht. Und man kann auch für einen Flug 10.000 Euro ausgeben. Wollen, glaube ich, auch die meisten von euch nicht. Die das machen, interessieren sich auch nicht für dieses Video. Und nach unten geht auch noch natürlich günstiger. Es gibt auch Low-Budget-Hotels mit, glaube selbst für ein richtiges Zimmer so weniger als 10 Euro die Nacht. Aber prinzipiell würde ich es beim ersten Mal nicht unbedingt empfehlen. Auch wenn Japan als das sichere Land gilt, gibt es schon Gegenden, die sehr, sehr gefährlich sein könnten. Also nicht alles ist top in Japan, ist auch klar. Und verständlich hoffentlich. Also beim ersten Mal lieber die Hotels nehmen, die auch einigermaßen gute Bewertung haben, wegen Lage oder Sauberkeit und ähnliches. Da gibt es ja genügend Portale. Ansonsten gibt es auch so zusätzliche Kosten wie Reisepass, ist auch nicht ohne. Oder wenn man halt nicht in der Nähe vom größeren Flughäfen wohnt, muss man vielleicht auch mit dem ICE oder Regionalbahn lange zum Flughafen fahren. Oder je nach Flugzeit muss man auch vielleicht eine Nacht davor in Frankfurt übernachten oder so. Kann ja auch durchaus sein. Und aktuell sieht es ja auch noch so aus, dass man halt noch einen PCR-Test machen muss vor 72 Stunden vor dem Flug. Aber mal sehen, wie sich das noch ändert. Da müsst ihr euch dann auf jeden Fall informieren, wenn es soweit ist. Also ich weiß ja, aktuell kann man als Privatperson oder als kleine Reisegruppe ohne Reisebegleitung gar nicht nach Japan fliegen. Aber es wird schon bald soweit sein, dass das auch erlaubt wird. Und generell ist es nicht verkehrt, sowas zu wissen, was eine Japanreise kosten mag. Für den Fall, dass dann wieder funktioniert. Und angenommen, ihr googelt gleich nach diesem Video nach Flugpreisen, werdet ihr auch schnell feststellen, dass die Preise eigentlich überhaupt nicht stimmen. Die sind aktuell arschteuer, sage ich mal, ganz offen. Aber es hat auch damit zu tun, dass halt bestimmte Fluggesellschaften mehrere tausend Flüge wegen Personalmangel oder Krankheiten oder was auch immer streichen. Und aktuell sieht es ja auch so aus, dass Leute, die sich jetzt halt einen Flug leisten können, auch jeden Preis bezahlen können. Oder es gibt halt Gründe, dass Leute halt auch mit diesem Preis dann fliegen müssen. Oder man hat eben sehr viel Glück. Deswegen können auch die Preise beliebig strukturiert werden. Und die Leute machen es mit. Solange die Leute mitmachen und mitfliegen, bleiben die Preise auch so. Aber ich glaube, das ist auch nun erstmal eine Frage der Zeit. Die Lage wird sich auf jeden Fall beruhigen. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Also ihr könnt auch natürlich ein bisschen Bargeld bei sich haben. Das schadet nie, selbst auch in Japan nicht. Und man kann halt Yen zum Beispiel in den deutschen Banken vorab kaufen, aber das müsst ihr auch nicht unbedingt machen. Auf jeden Fall nicht zu viel, weil in Japan gibt es ja überall so Kombini-Supermärkte, also die 24/7 geöffnet sind, und da gibt es auch Geldautomaten. Da kann man auch Geld sogar mit deutscher EC-Karte abheben. Wichtig ist, dass man natürlich die Geheimzahl hat, dann geht das. Und das kostet auch keine horrende Gebühren oder so. Aber vorab solltet ihr euch dann informieren, wie das ist mit eurer Banken. Also bei den meisten Karten funktioniert das, aber es gibt auch Banken, die das nicht erlauben. Oder es kann auch sein, dass da irgendwie so eine Security-Geschichte ist und Auslandsabhebung erstmal generell untersagt ist. Müsst ihr euch dann auch vorab informieren. So, das waren die Informationen von mir. Was kostet überhaupt eine Japanreise? Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Habt ihr noch weitere Anregungen oder Ideen? Schreibt gerne in das untere Kommentarfeld hinein. Das lese ich mir immer gerne durch. Ansonsten nicht vergessen, Daumen hoch und abonnieren. Abonnement immer willkommen. Ansonsten sage ich auch Arigato. Vielen Dank für euren Support, sei es Mitgliedschaft oder Merch-Einkauf oder was auch immer. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Japanisch reisen ist ziemlich einfach, oder? Ciao. Mata ne.